ich kann mich erinnern, als ich 4 war, glaube ich, dann habe ich das Wiegenlied von Richard Strauss gehört. Und ich habe es so geliebt und ich war so fasziniert. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe sie gefragt, wie kann Musik so schön sein? Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Zeitgespräche, wieder hier aus der Wiener Urania, wie ich traditionell immer wieder sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute eine sehr junge Frau bei mir, die aber in jungen Jahren bereits Großartiges in den Konzertsälen dieser Welt geleistet hat. Eine Wienerin, die ein Star geworden ist der Musik. Alma Deutscher, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie heute bei mir sind. Freut mich sehr, bei Ihnen zu sein. Danke, das ist ganz lieb. Ich darf sagen, es ist zwar nicht ganz charmant, aber Sie sind 16 Jahre alt. Eine Wienerin, sind das, was man oft nennt, jetzt dürfen Sie aber nicht übermütig werden, manche sagen ein Wunderkind, das haben aber auch ganz prominente Künstler gesagt, wie Zubin Mehta zum Beispiel. Sie füllen Konzertsäle, Ihre Stärken sind beim Klavier und bei der Geige, spielen auf einer ganz tollen Violine, ich glaube ein historisches Gerät. Eine Stradivarius. Eine Stradivari, ja. Aus dem 17. Jahrhundert. Aus dem Jahr, dasselbe Jahr, wo die Türkenbelagerung in Ja, aus Wien der 1683, also 17. Jahrhundert. Und Sie studieren aber jetzt auch noch ein anderes Fach. Also ich bin eine Komponistin. Ja. Das ist wahrscheinlich das, was ich am liebsten mache. Seitdem ich 4 bin, habe ich so Melodien in meinem Kopf, die aus mir strömen und ich möchte die Melodien zur Welt bringen und meine Musik komponieren. Und ich habe jetzt gerade angefangen, auch Dirigieren zu lernen, zu studieren. Weil bisher habe ich immer so meine Musik als Soloisten interpretiert. Aber jetzt werde ich auch hoffentlich bald meine Werke für Orchester selber interpretieren können. Ja, irgendwie können Sie Orchester schon steuern. Ich habe da auf YouTube Auszüge gesehen, die aus der Carnegie Hall, die ganz beeindruckend waren. Also ich habe sehr oft als Solistin mit Orchester gespielt und als Orchester meine Kompositionen und Werke gespielt haben, dann bin ich, also als Komponistin, da saß ich immer so bei den Proben und habe immer gesagt, was anders sein soll und wie ich es mir vorgestellt habe. Aber jetzt werde ich es wirklich selber lenken können. Also, Sie sind hervorragend am Klavier, Sie spielen großartig auf der Geige, auf einer Stradivari. Sie komponieren mit Leidenschaft und jetzt lernen Sie dirigieren. Das heißt, jetzt lerne ich dirigieren, damit ich meine eigene Musik dirigieren kann. Und die Liebe zur Oper, wie ist die entstanden? Also ich habe immer Opern geliebt. Eigentlich das erste Mal, wo ich in meinem Leben eine Oper gesehen habe, war, als ich 3 Jahre alt war. Was war das für eine? Das war die Zauberflöte. Die Zauberflöte. Und das habe ich live im Salzburger Festspielhaus gesehen. Ja. Und ich kann mich noch im Detail an die Vorstellung erinnern. Ich kann mich erinnern, ich bin da für 3 Stunden so mit offenem Mund gesessen. Und ich kann mich noch an die Kostüme erinnern. Es war eine wunderschöne Inszenierung. Und ich kann mich immer noch an das Kleid von Pamina erinnern und an die wunderschöne Musik. Und ich war absolut begeistert. Das ist ja auch, die Zauberflöte ist ja auch eine sehr tiefsinnige Oper, die ja auch einen Appell sozusagen an Humanität und Toleranz in sich trägt. Absolut, ja. Als Dreijähriger war ich von den Melodien. Na, und jetzt komponieren Sie. Und Sie haben ja ganz tolle Sachen. Sie haben 2 Opern komponiert, die Cinderella und dann eine kurze Oper. Eine kurze Oper von 15 Minuten, als ich 8 war. Ja, und mit 8 schon komponiert. Ja. Und jetzt ich bin gerade dabei, meine neue Oper fertig zu schreiben. Die heißt Des Kaisers neuer Walzer. Und
die ist für das Salzburger Landestheater. Ein Auftragswerk des Salzburger Genau, Landestheaters. also sie kommt, ja. sie wird nächstes Jahr Ja. rauskommen. Ja. Und dieses Jahr im Dezember, am 5. Dezember, kommt die Premiere von meiner Oper Cinderella Ja. im Salzburger Landestheater, die Premiere von der Salzburger Fassung. Weil ich Ja. habe letztes Jahr die Oper komplett überarbeitet. Also ich habe auch so Kinderchor hinzugefügt und ich Ja. habe das Ganze neu orchestriert. Ja, ja. Und ich habe es weil ich habe es nach ein paar Jahren Pause damit gemacht und andere Stücke Ja, komponiert. ja, ja. Und dann mit viel mehr Erfahrung habe ich Ja. so viele Sachen besser gemacht und Ja. interessanter gemacht und auch die Emotionen mehr kontrolliert, wie Ja. Und die Cinderella ist aber auch ein Opernwerk, das aber ein großes, ein umfassendes Opernwerk ist. ja, das ist, Ja. das ist eine volle Oper, das ist 2,5 Stunden. Ich habe auch angefangen, als ich 8 war. Da hatte ich einfach sehr viele Melodien dafür. Und ich habe zuerst versucht, mit meiner Schwester das zu Hause aufzuführen. Ja. Und dann, als ich 10 war, habe ich eine kleine Version nur für 1 Stunde geschrieben. Das wurde dann in Israel uraufgeführt. Und dann ein Jahr später in Wien wurde die ich habe dann viel mehr Musik dafür geschrieben. Ja. Das war dann auch 2 Stunden. Und es gab auch eine Fassung für die Wiener Staatsoper, aber als Kinderversion. Als Kinderversion. Als Kinderversion. Ja. Und wo unterscheidet sich die Kinderversion von der Hauptversion? Es ist viel kürzer. Ja. Und hat die Ja. Ouvertüre nicht und die Finale nicht Okay. und alles. Aber was in Salzburg vorkommt, das ist die neueste Fassung von der Oper, die beste Ja. bis jetzt. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich fahre dann auch in ein paar Wochen für die Orchesterproben Ja. nach Salzburg. Ja, da werden wir appellieren, dass Sie das möglichst viele anschauen und ich bin da auch schon ganz neugierig. Ja. Und jetzt habe ich gelesen, Sie haben einen YouTube-Kanal mit 133.000 Abonnenten und dann gibt es eine Einspielung des Sirenenwalzers mit 1,5 Millionen Zugriffen auf YouTube. Können Sie uns ein bisschen was über die Geschichte dieses Sirenenwalzers erzählen? Das ist ja doch ein bisschen eine Sympathieerklärung an Wien. Es ist wirklich ein Hommage zu Wien. Eine Hommage an glaube Wien, ich. ja. Also eigentlich, als ich ganz neu in Wien war, als ich zum ersten Mal hierher gekommen bin, ist mir eine von den ersten Sachen, die mir aufgefallen sind, ist eigentlich die Polizeisirene. So, Ja. Lara, 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 Lara. Und ich habe so lustig gefunden, dass ich gleich gedacht habe, wie ich das in eine Melodie verwandeln Ja. könnte. Und dann hatte ich die Idee, dass ich wollte die hässlichen Klänge der Welt nehmen und durch die Musik sie in etwas Schönes verwandeln. Ein Reframing. Genau. Ja. Und ich dachte dann, also ich habe auch nicht nur die Wiener Polizeisirene, aber auch die Sirenen und auch die Klänge von den hupenden Autos und so das Piepsen von den Türen im Bus, als die Türen schließen. Und ich habe dann einen Walzer draus gemacht, den Sirenenklänge, weil ich dachte, da ich in Wien bin, das passt. Ja. Das Super. passt. Und der ist in der Carnegie Hall Und aufgeführt das ist in worden. der Carnegie Hall. Hören wir an dieser Stelle einmal in den Sirenenwalzer, gehen wir in die Situation in die Carnegie Hall und laden wir unsere Zuschauer ein, da ein paar Augenblicke dabei zu sein.
Liebe Alma Thatscher, Sie haben großartige Rezensionen. Die großen Zeitungen schreiben sehr, sehr toll über Sie. Sony hat eine CD aufgenommen. Jetzt geht es ums Dirigieren. Was sind denn so Ihre nächsten Pläne? Also außer dem Salzburger Auftragswerk. Naja, also ein großes Projekt ist auf jeden Fall die neue Oper des Kaisers Neuwalzer. Und da habe ich noch, also ich habe schon die erste Version fertig geschrieben, aber ich weiß, ich habe noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit dran. Und also das wird sehr viel Zeit nehmen. Und dann auf jeden Fall dirigieren lernen. Ja. Das ist auch sehr zeitintensiv. Ja. Und ansonsten, also ich möchte sehr gerne auch mal ein Musical schreiben, vielleicht auch Filmmusik. Ja. Und eine Sinfonie möchte ich auch schreiben. Aber ich bin jetzt nur ein Laie, aber die ganz großen Komponisten unserer Zeit, des letzten Jahrhunderts, wie Richard Strauss zum Beispiel, die waren ja auch in gewisser Hinsicht auch die Wegbereiter der Filmmusik. Es gibt unbedingt, es gibt auch... Oder Zemlinsky, Korngold, ja. Korngold, ja, genau. Ja. Es gibt so viele wunderschöne Harmonien von Korngold. Ja. Ja. Ich habe eigentlich schon ziemlich viele Melodien und Motiven, die für verschiedene Filme passen. Mich hat das auch sehr beeindruckt. Ich habe ein Interview von Ihnen gelesen, wo Sie sozusagen einen sehr weiten Musikbegriff haben. Wo Sie nicht nur sagen, eine bestimmte Richtung der Musik ist gut, sondern alles, was Menschen in Bewegung, musikalisch in Bewegung halt ist. Und das haben Sie jetzt gerade angesprochen mit der Filmmusik. Genau, also für mich ist es nicht wirklich so wichtig, was man den Stil nennt. Das ist für mich nicht so wichtig. Es ist für mich, was ich machen möchte, ist einfach die Musik schreiben, die mir einfällt und die ich schön finde. Und das finde ich wirklich am wichtigsten und nicht nachdenken, ist das jetzt im Stil vom 18. Jahrhundert oder ist das eher, könnte man das als so bezeichnen. Ich möchte einfach so die Musik schreiben, die ich schön finde. Und ich verstehe. Na, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre musikalischen Vorbilder sich anschauen, Sie haben da in einem Interview immer gesagt, große Breite Verdi und Mozart und Richard Strauss, auch Wagner, glaube ich. Ne? Wie gehen Sie sozusagen damit um? Oder hören Sie oft Musik, fühlen Sie sich da hinein? Ja, was mir manchmal passiert ist, dass ich nicht so oft dann Musik zu Hause hören kann, nur um die Musik zu genießen. Was ich eigentlich schade finde, weil immer oft, wenn ich dann mir Musik anhöre, dann fange ich an zu denken, das ist eine interessante Modulation. Warum? Ach so, weil er dorthin zwischen B-Moll oder was auch immer gelangen wollte oder die Orchestration und dann versuche ich immer so davon zu lernen. Und ich lese auch Partituren durch, weil von Orchestration her kann man sehr, 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 sehr gut lernen. Und ich versuche es mir dann vorzustellen, wie es klingt, wie das Versuchen Sie sich da ein bisschen sozusagen auch in die Person des Komponisten hineinzufühlen oder hineinzuleben? Denken Sie an den jungen Mozart? Mit Mozart eigentlich besonders, weil ich würde sagen, die Musik von Mozart ist fast wie meine Muttersprache. Also ich bin damit aufgewachsen. Ist eine Sprache. Und genau. Und ich auch manchmal, wenn ich so Mozart vom Blatt lese, dann ich muss nicht alles spielen, weil ich weiß so ungefähr, was er gemeint hat und wie es sein soll. Oder oder wenn ich eine sehr besondere Modulation von ihm höre, dann weiß ich, ich weiß, warum er das gemacht hat, weil er hat einen langen Umweg gemacht, dass er dann am Ende dorthin gelangt. Und es ist wirklich so wie meine Muttersprache für mich. Und ich habe mir so oft gedacht, wie schön wäre es, wenn ich bei ihm Unterricht gehabt hätte können, weil es wäre so nett gewesen. Der Mozart hat eine Sprache entwickelt, ne, die er über die Musik vermittelt hat. Ne? Er hatte, also alle Komponisten haben ein bisschen ihre eigene Sprache, aber und alle sind von anderen Komponisten inspiriert. Es kommt nichts von nichts. Das ist ja auch bei Wagner. Ja? Eine deutsche Zeitung hat einmal geschrieben, also
es war die Zeit, glaube ich, weißt, die geschrieben hat, Achtung, Wagner macht süchtig. Ja? Stimmen Sie dem auch zu? Tristan und Isolde. Tristan und Isolde, ja, das berühmte Duett sozusagen über 20 oder 23 Minuten, das geht Diese ja an die unglaubliche Grenze Spannung. der Atonalität. Ja? Ja, na, aber es ist alles tonabel. Das ist nur, weil es diese riesige Spannung gibt, diesen Aufbau und es kommt dann die Resolution kommt nur ganz am Ende. Und man ist immer so enttäuscht, wenn man denkt, jetzt kommt es endlich und dann doch nicht. Aber dann am Ende ist es so dieses wunderbare Gefühl, wenn es endlich auflöst. Und bei Verdi hat man halt auch eine besondere Dramatik wahrscheinlich immer. Ne? Verdi, ich liebe Verdis Opern, seine Melodien. Ja. Liebe Alma, jetzt studieren Sie das Dirigat, da gibt es ganz große Vorbilder. Sie haben ja mit großen Dirigenten schon zusammengearbeitet. Gibt es bei den Dirigenten irgendjemanden auch eine historische Person, die Sie vielleicht als Vorbild sehen? Braucht man überhaupt Vorbilder oder orientiert man sich nur an bestimmten Menschen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Vorbild für Dirigieren, weil ich glaube, ich möchte auch nicht nur ein Dirigent sein, der durch die ganze Welt reist und die Repertoire spielt. Ich möchte hauptsächlich meine eigene Musik dirigieren. Also ich liebe Carlos Kleiber natürlich und auch so die von den Aldo und Karajan und Riccardo Muti aber ich möchte zuerst lernen, also dass ich wirklich die Technik beherrsche sehr gut, dass ich dann meine eigene Musik interpretiere. Und worauf glauben Sie, kommt es beim Dirigieren an? Dass man das Orchester versteht oder dass man die Einsätze genau findet? Dass man die Kontrolle hat, dass man zeigen kann, wie es sein soll, was man möchte, dass das Orchester dir folgt und dass ich erreichen kann, dass es dann am Ende klingt, wie ich es mir vorgestellt habe. Liebe Alma, jetzt haben wir sozusagen wirklich eindrucksvoll gehört, was Sie alles künstlerisch tun. Wie sind denn Sie zur Musik gekommen? Ist das ein bisschen in die Wiege gelegt worden? Die Eltern, glaube ich, sind ja auch sehr musikalisch. Meine Eltern sind auch sehr musikalisch. Also sie sind nicht professionelle Musiker, aber sie lieben Musik. Und schon als kleines Kind habe ich Musik gehört. Meine Eltern haben auch eine Playlist für mich gemacht von Wiegenliedern, als ich ganz klein war. Wirklich? Ja. Genau, und dann immer, als ich dann so geweint habe und dann als ich die Wiegenlieder gehört habe, dann bin ich sofort eingeschlafen. Und, das ist psychologisch wahrscheinlich recht gut. Ja. Und ich kann mich erinnern, als ich 4 war, glaube ich, dann habe ich das Wiegenlied von Richard Strauss gehört. Und ich habe es so geliebt und ich war so fasziniert und ich kann mich noch erinnern, ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe sie gefragt, wie kann Musik so schön sein? Wie ist es möglich? Und ich weiß nicht, was genau sie gesagt haben, aber der Moment ist noch... Wie kommen Sie heute zu einer Idee oder zu einer Inspiration? Ist das mit bestimmten Ritualen verbunden, mit einem bestimmten Tagesablauf? Manche sagen, sie gehen im Wald und die anderen sagen, sie dann sporteln und... Also für mich ist es eigentlich unterschiedlich. Also oft kommen mir Melodien, wenn ich die am wenigsten erwarte, wenn ich etwas ganz anderes mache und wenn ich eigentlich keine Zeit dafür habe und etwas anderes mache. Sehr oft, wenn ich einfach spazieren gehe in den Weinbergen, das mache ich sehr gerne, so unter frischer Luft. Oder manchmal, wenn ich einfach in der U-Bahn sitze und dann kommt mir plötzlich eine Melodie vor und dann nehme ich es auf am Handy oder ich schreibe es dann auf, wenn ich zu Hause bin. Ich habe immer noch eine Springschnur das habe ich bekommen als kleines Kind und das mache ich auch sehr gerne. Ich werfe es einfach herum und es entspannt mich und dann kommen wir auf Das haben Sie, glaube ich, einmal in einem Interview mit Gerald Matt gesagt, ne? Mit der Springschnur. Ja. Also es kommt oder manchmal... Sie träumen auch. Ja, oder manchmal
ist es mir passiert, dass es im Schlaf oder Ja, im ja. Traum oder direkt bevor ich einschlafe oder wenn ich gerade aufwache, dann kommt mir eine Idee. Da haben Sie ja mal komponiert, The Sweeper of Dreams. Of Dreams, genau. Ja. Genau, das ist meine erste Ja. kleine Oper. Ja. Ja. Oder der Sirenenklängerwalzer, das war eben, als ich in der Straße herumgelaufen bin und habe dann die Polizeisirene gehört. Und dann habe ich sofort angefangen, das in eine Melodie zu verwandeln. Ich verstehe. Nein, das war ja ganz groß, wir haben es ja schon gehört. Und was macht denn die Alma Deutscher, wenn sie jetzt nicht musikalisch tätig ist? Also, was ich sehr, sehr gerne mache, ist Balltanzen. Balltanzen. Also Balltanzen, Ja. ja. Das ist einer von meinen großen Hobbys. Ja. Und ich habe, und was ich auch, also ich tanze sehr gerne auch zu meinem eigenen Walzer. Ja. Und ich schreibe. Sie haben einen Walzer für eine ganz große Wiener Tanzschule Für geschrieben. die Tanzschule Ellmeier. Sie dürfen sagen. Ja. Und ich habe für das 100. Ellmeier-Kränzchen Okay. habe ich einen eigenen Walzer für sie geschrieben. Ja. Und dann habe ich eröffnet ja. Im Ball zu meinem eigenen Walzer. Das war so schön. Ja. Und das ist eine begeisterte Tänzerin, nehme ich an. Unbedingt, ja. Das ist Ihr Sport, Tanzen. Tanzsport, genau. Und ich bin auch in der Walzerformation von Ellmeier. Ja, super. Also Super. Tanzsport, aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Super. Und gibt es andere Sportarten, die Sie begeistern? Also ja, Radfahren, Spazieren mache ich auch sehr gerne. Ja. Ein bisschen Schwimmen. Ja. Und ja, ich lese sehr, sehr gerne Bücher. Ja. Und schreibe Geschichten sehr gerne. Gibt es bei den Büchern, die Sie lesen, irgendeine besondere Richtung, die Sie... Ich habe jetzt gerade angefangen, Effis Brief zu lesen. Ich bin noch ziemlich am Anfang, weil ich hatte in den letzten Wochen sehr viel zu tun. Ja. Aber was sind die Lieblingsbücher von mir? Aber sicher Musikbücher, oder? Also, Ja. also natürlich, Auch ich habe Biografien? sehr viele Biografien und Bücher über Komponisten gelesen. Ja. Ich fange jetzt auch an, Jane Austen zu lesen, Pride and Prejudice und Romane. Jetzt sind Sie, wenn man Ihre eigentlich seit dem 12. oder 13. Lebensjahr, wenn man Ihren Weg nachverfolgt, sind Sie in der ganzen Welt unterwegs. Das heißt, Sie sind mit vielen, also Ihr Leben ist von vielen Reisebewegungen bestimmt. Reisen Sie gerne? Ja, sehr gerne. Es ist immer so spannend und aufregend, neue Orte zu sehen und in verschiedenen Konzertsälen zu spielen und so neue Leute kennenzulernen. Das finde ich sehr, also das liebe ich sehr. Ich meine, ich möchte auch nicht mein ganzes Leben verbringen, von einem Hotel zu einem anderen Hotel zu fahren und nur Konzerte zu spielen. Aber Wien ist die Homebase. Wien, ich lebe jetzt seit 3,5 Jahren in Wien. Ja. Und ich liebe Wien. Ich bin eine Wahlwienerin. Das freut uns Wiener ganz besonders. Ja. Und Sie haben in einem Interview einmal gesagt, weil es ein bisschen Ihr Freizeitverhalten, das Sie jetzt angesprochen haben, Sie sind nicht ein Mensch, der jetzt sehr viel im Fernsehen sich anschaut, im Computer, ohne iPhone und leben mit Inspiration und Musik. Also ich schaue nie auf Computer, ich habe so kein auf Internet oder so. Ja. Ich will, weil es gibt so wenig Zeit am Tag und alles zu machen, das geht nicht. Und es ist ja, man muss ja auch die Gedanken frei bekommen. Genau, und man muss auch den Kopf frei haben, damit man so eigene Ideen und selbst kreativ sein kann. Jetzt gibt es viele junge Menschen in ihrem Alter, die durch das Leben gehen, durch die Welt gehen und sich Sorgen machen um die Umwelt, Umweltverschmutzung, Klimawandel und so weiter. Ist das für Sie auch irgendwie ein Thema? Ja, ich wollte eigentlich ein Lied schreiben für die Kinder, die dann in der Straße die Demonstrationen machen. Die Friday for Future Bewegung, ja? Nein, aber unbedingt. Also ich bin ein großer Supporter von der Umwelt,
Liebe Alma, was sind denn so die Pläne der nächsten Zeit? Außer jetzt das Salzburg-Projekt, das unmittelbar bevorsteht. Genau. Und die Ausbildung zur Dirigentin. Aber haben Sie große Kompositions- oder Opernpläne in den nächsten Jahren? Na, also ein großer Traum von mir ist, dass mein Sirenenklänge-Walzer im Neujahrskonzert gespielt wird irgendwann. Das wäre ein absoluter Traum von mir. Das wär. Und ansonsten, also was ich komponieren möchte, also eine Sinfonie, wie gesagt. Und noch mehr, also ich habe schon ein Klavierkonzert und ein Violinkonzert für mich geschrieben. Und vielleicht noch mehr von ihnen, damit ich sie als Solistin noch spielen kann. Und ich werde auch einfache Klavierstücke für Kinder schreiben. Filmmusik haben Sie auch angesprochen. Und Filmmusik, genau. Super. Und in nächster Zeit ist noch die Oper, die muss ich fertig schreiben. Okay. Das ist sehr viel Ja, Arbeit. wir werden mit Spannung auf das Jahr 22 schauen und ganz genau beobachten, was sich da in Salzburg tut. Ja, das wird spannend sein. Corona-Zeit haben Sie gut überstanden oder wir leben ja noch mittendrin? Corona-Zeit war für mich gut, weil ich hatte, also es sind plötzlich alle Konzerte waren weg und ich hatte plötzlich sehr viel Zeit, die ich nutzen konnte, um zu komponieren. Also ich habe riesen Fortschritte mit der Oper gemacht. Ich habe sie eigentlich wirklich in der Corona-Zeit komponiert und auch Cinderella wieder besser gemacht und wieder komponiert. Also für mich war es eigentlich, ich konnte die Zeit nutzen. Aber ich bin so froh, dass es jetzt wieder, langsam wieder zurück zum Leben kommt und Konzerte und dass die... Jawohl. Liebe Alma, vielen herzlichen Dank fürs Kommen, vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben zu meinen Zeitgesprächen. Ich wünsche von ganzem Herzen jeden Erfolg. Aber nach dem Gespräch hat man ja wirklich den Eindruck, Sie sind so vielseitig interessiert und engagiert, dass man sich da wahrscheinlich über Ihre Zukunftspläne keine Sorgen machen muss. Und der Ehrgeiz stimmt auch. Schauen Sie, ich habe meine ersten 25 Gespräche haben wir da in einem Büchlein zusammengefasst. Das ist heute das 36. Gespräch und es wird dann auch nächstes Jahr so ein Büchlein kommen und da werden wir Sie noch einmal sozusagen dann kontaktieren und einladen. In dem Sinn alles Gute, viel Erfolg und einen ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben, zu mir zu kommen.